Amen. Amen. We spoke about Wir the theme of sprachen, marriage. wir sprachen über das Thema der Eheschließung. We spoke about the theme of building. Wir haben auch über das Thema des Bauens geredet. And we spent quite some time Und wir haben auch einige Zeit damit verbracht, talking about what the theme of building can show us. was dieses Thema des Bauens uns aufzeigen kann. Mentioned two principles. Und wir haben 2 Prinzipien erwähnt. The theme of judgment Das Thema des Gerichts and the theme of righteousness. und das Thema der Rechtfertigung. I also Ich auch. showed us how even in Paul's writings, Ich schaute auch, wie in Paulus seinen Schriften using the same principle of resurrection, und dieses Prinzip dieser Auferstehung, das gleiche Prinzip, he can speak about the holy flesh, the body, dass er einmal über das heilige Fleisch, dem Körper, sprechen kann. and if we place baptism here, Und wenn wir hier die Taufe anlegen, he can speak about the new life, the resurrection into newness of life here. dann kann er auch über dieses neue Leben, diese Auferstehung in das neue Leben hier sprechen. One is talking about the body, Eins spricht über den Körper and one is talking about the internal experience. und das andere spricht über dieses interne Ereignisse oder Erfahrung. Just want to show us one more thought related to this. Und ich möchte noch einen weiteren Gedanken, der in Verbindung damit steht, mit euch teilen. We speak about waymarks. Wir sprechen über Wegmarken. We speak about a way. Wir sprechen über einen Weg, We speak about a path. über einen Pfad. Let's go to the book of Psalms, Und lasst uns zum Buch des Psalms gehen. Psalms 77. Und Psalm 77. Let me check. Lasst es mich nochmal nachschauen, ob das stimmt. Yeah, Psalm 77, verse 13. Psalm 77, im Englischen ist es Vers 13, im Deutschen Vers 14. Und da heißt es, oh Gott, dein Weg ist, im Englischen heißt es da, im Heiligtum. Thy path is in the sanctuary, right? Okay. So it says, thy way is in the sanctuary. Also es sagt, oh Gott, dein Weg ist im Heiligtum. And we talk about this way, the same way. Und wir sprechen über diesen Weg und es ist der gleiche Weg. So we know that the sanctuary Also wissen wir, dass das Heiligtum is connected to our reform line. ist in Verbindung mit unserer Reformlinie. This is the way that you're walking along. Das ist der Weg, auf dem man geht. A way is a path. Und ein Weg ist ein Pfad. It says, thy way Und es heißt, dein is Weg in the sanctuary. ist in dem Heiligtum. So what is this building Also was ist denn dieses Gebäude, that the way is in? in welchem der Weg ist? It's in the sanctuary. Es ist das Heiligtum. When we think about the sanctuary, Wenn wir über das Heiligtum nachdenken, we know that there's a courtyard, da wissen wir, dass es da einen Vorhof gibt, a holy place and a most holy place. ein Heiliges und ein Allerheiliges. So when we think about the theme of salvation Und wenn wir über das Thema der Erlösung nachdenken and we start thinking about the sanctuary, und wir über das Heiligtum betrachten, we know that there are 3 compartments in the sanctuary. dann wissen wir, dass es da 3 Abteilungen in dem Heiligtum gibt. The courtyard, the holy place and the most holy place. Der Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste. So if this was the courtyard, Also wenn das hier der Vorhof ist, this was the temple, dann ist das der Tempel. we have the courtyard, the holy place and the most holy place. Und dann hat man hier den Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste. And when you're walking through this system, Und wenn man durch dieses System hindurchläuft, you have an experience at each way. da hat man eine Erfahrung auf jeden dieser Abteile. And often Und oft we simplify it vereinfachen wir dies by saying what those 3 steps are. und dann sagen wir, was diese 3 Schritte sind. And what do we say? Und was sagen wir? We say justification. Wir sagen, es ist die Gerechtfertigung. We can finish it. Könnt ihr das beenden hier? Es Sanctification ist die Heiligung
and und die glorification. Verherrlichung. So glorification Also die Verherrlichung is the third step, ist der dritte Schritt. connected to the third angel. If this was the first, second, and third angel's message, the first, second, and third step, glorification would be the third. Und diese in Verbindung mit der Drei-Engelsbotschaft, also ersten, zweiten und dritten Engel, ist die Verherrlichung in Verbindung mit der dritten Engelsbotschaft. And yesterday, Und gestern, what did we say glory was? was haben wir da gesagt, was Herrlichkeit ist? Biblical definition of glory. Die biblische Definition von was Herrlichkeit ist. Paul, Do you remember? erinnern wir uns? 1 Corinthians 15, verse 46. 1. Korinther 15, Kapitel 15, Vers 46. Using the methodology of repeat and enlarge, Wenn man die Methodologie benutzt, der Wiederholung, der Erweiterung, allowing the Bible to interpret itself, der Bibel zu erlauben, dass man sie sich selbst auslegt, we saw that glory equals what? haben wir gesehen, dass die Herrlichkeit mit was gleich ist. Mit Power. Equals power. With power. Es war die Kraft. We remember. Super, wir erinnern uns. So we've got 1, 2, 3 steps. Also haben wir 1, 2 und 3 Schritte. Justification, sanctification, and glorification. Die Rechtfertigung, die Heiligung und die Verherrlichung. But there's a problem Aber da gibt es jetzt ein Problem. because we should be understanding things line upon line. Denn wir sollten die Dinge Linie auf Linie verstehen. And if you go to Revelation 14, Und wenn man zur Offenbarung Kapitel 14 geht, let's go to Revelation 14. lasst uns zum Offenbarung Kapitel 14 gehen. You're already probably aware of this issue. Vielleicht seid ihr schon mit dieser Problematik vertraut. Revelation 14, Offenbarung Kapitel 14, we're going to read verse 7. Vers 7. Da heißt es, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. This is the first angel's message. Also dies ist die erste Engelsbotschaft The first angel's message und die erste Engelsbotschaft has all the components of the everlasting gospel within it. hat schon die ganzen Charaktereigenschaften oder Komponenten des ewigen Evangeliums in sich. Because you see 3 steps. Denn man sieht ja 3 Schritte. Is everybody familiar with that principle, that concept? Ist jeder mit diesem Prinzip, mit diesem Konzept vertraut? Yes? Ja? The reason why it's important to understand that Der Grund, warum das wichtig ist zu verstehen, is because Millerite history ist, weil die Geschichte der Milleriten is the history of the first angel. ist die Geschichte des ersten Engels. If we were going to do it, if this was a story of Adventism, Also wenn dies eine Geschichte des Adventismus wäre, Adventism is one dispensation, dann ist der Adventismus eine Dispensation, ein Zeitalter. we could go to the story of Christ, Dann könnten wir zu der Geschichte von Christus gehen, which would be at the beginning, welches am Anfang wäre, large break, dann eine große Pause and then the history of Adventism. und dann kommt die Geschichte des Adventismus. So this is our dispensation Also dies ist unser Zeitalter in comparison to the dispensation of Christ. im Vergleich zu dem Zeitalter Christus. The beginning of the Christian church, the end of the Christian church. Der Anfang der christlichen Gemeinde, das Ende der christlichen Gemeinde. The first church, the seventh church. Die erste Gemeinde und die 7. Gemeinde. Ephesus, Laodicea. Ephesus und Laodicea. So we understand that. Also wir verstehen das. If we look at Adventism, Wenn wir jetzt den Adventismus betrachten, Adventism itself dann sehen wir, dass der Adventismus in sich selber has 2 dispensations. 2 Zeitalter hat. We could call it the Millerites Man könnte das die Milleriten nennen and our history. und dann unsere Geschichte. Millerite history and our history. Alpha and Omega. Also Milleritengeschichte, unsere Geschichte, der Alpha und der Omega. So once we look at this dispensation, Also während wir dieses Zeitalter da betrachten, we know the Millerite history fulfilled the first and second angels' messages. dann wissen wir, dass in der Milleritengeschichte die erste und zweite Engelsbotschaft erfüllt wurde. Ellen White says that, Revelation 10. Ellen White sagt das in Verbindung mit Offenbarung Kapitel 10. 7 Bible Commentary 971. Der 7. Bibelkommentar
971. 9171. Yeah. 971. Nein, oh, okay, 971, sorry. Okay? So we know that it's the first and second angel's messages, Also wir wissen, dass es die erste und zweite Engelsbotschaft ist. but Millerite history Aber die Milleritengeschichte is actually the first angel's message, ist eigentlich die erste Engelsbotschaft. and our history is what? Und unsere Zeitalter ist dann was? Is the history of the third angel's message. Ist die Geschichte des dritten Engels. I think we understand that concept. Ich denke, wir verstehen dieses Konzept. And there is no history of the second angel Und es gibt nämlich keine Geschichte des zweiten when you Engels, think of it in this concept, wenn man es in diesem Konzept betrachtet. which is why Das ist warum. the second angel is brought to view here and repeated in our history. Und das ist warum dieser zweite Engel in dieser Geschichte aufgebracht wird und dann in unserer Geschichte wiederholt wird. That's a different concept that I didn't want to get into. Das ist ein anderes Konzept, wo ich jetzt nicht eintauchen möchte. The reason why it's important to see this Der Grund, warum es wichtig ist, dies zu sehen, is because if the Millerite history was the first angel, ist, wenn die Milleritengeschichte der erste Engel war, then it has to have all the components dann muss es alle Komponenten of the everlasting gospel. des ewigen Evangeliums in sich haben. And it does, Und es tut dies auch, because it has the first, second and third steps. denn es hat den ersten, zweiten und den dritten Schritt in sich. Is that correct? Ist das korrekt so? Yeah, we understand that. Wir verstehen das, ja? Third angel's message is what? Der dritte Engelsbotschaft ist was? It's a warning Es ist eine Warnung, against receiving the mark of the beast. dass man, eine Warnung davor, dass man dieses Malzeichen des Tieres bekommt. Revelation 14, 9, 11. Offenbarung 19, die Verse 9 bis 11. So if you understand that this is the third angel's message, Also man versteht, dass dies die dritte Engelsbotschaft ist and the Millerites experienced the first, second and third, und die Milleriten haben diesen ersten und zweiten Engel erfahren, but it was all under the first angel, aber es war alles unter dem ersten Engel. that's how we understand Das ist, wie wir verstehen, that even though they experienced the third, dass auch wenn sie den dritten erfahren, it wasn't connected to the mark of the beast. war es nicht in Verbindung mit dem Erhalten des Malzeichen des Tieres. The mark of the beast Das Malzeichen des Tieres is the subject of the Sunday law. ist nämlich Thema des The Sonntagsgesetzes. Millerites didn't deal with the Sunday law issue. Die Milleriten haben nicht mit dem Sonntagsgesetz oder mit dieser Thematik umgehen müssen. Yet they went through a third step. Jedoch mussten sie durch einen dritten Schritt hindurchgehen. Their third step, Und deren dritter Schritt part of the gospel, war Teil des Evangeliums. but it's not the Sunday law issue that we deal with. Aber es ist nicht diese Thematik um das Sonntagsgesetz, so wie wir es tun müssen. Now, in Revelation 14, verse 7, Also in Offenbarung Kapitel 14, Vers 7, it says what? da sagt es was? Fear God, Sagt, fürchtet Gott, give him glory, gibt ihm Ehre, for the hour of his judgment has come. denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. So this concept of fearing God Also dieses Konzept, Gott zu fürchten, is connected to the subject of sin. ist in Verbindung mit diesem Thema der Sünde. So the first step is fear God. Also der erste Schritt ist, Gott zu fürchten, I'm going to call it sin. und ich werde es Sünde nennen. Second step, Der zweite Schritt glory, ist die Verherrlichung oder also Ehre zu geben, for the hour of his judgment has come. denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. So from the sanctuary we have justification, sanctification and glorification. Also von dem Heiligtum hatten wir die Rechtfertigung, die Heiligung und die Verherrlichung. From Revelation 14 we have fear God, give him glory, for the hour of his judgment has come. Und von Offenbarung 14 haben wir die fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, für die Stunde seines Gerichts ist gekommen. And glory Und die Herrlichkeit, is Ehre, what? ist was? Power. Es ist die Kraft. You can see the discrepancy Also ihr seht diese Unterschiede because we have glory at the second step and the third step.
Und wir sehen nämlich, dass wir die Ehre oder diese Herrlichkeit am zweiten und am dritten Schritt haben. So how do we reconcile that discrepancy? Also wie lösen wir jetzt diese Unterschiede? I'm saying in a very simple way. Und ich sage, dass es in einer sehr einfachen Art und Weise geht. When you look at 1 Corinthians 15, Romans 6, Und wenn man den 1. Korinther betrachtet oder auch 15 und dann auch Römer 6, this glorification here, dass diese Verherrlichung the hier, third step, dieser dritte Schritt, is talking about this. spricht darüber, The new body, glorified bodies. über diesen neuen Körper, diesen verherrlichten Körper. But when we think about this glory, Aber wenn wir über diese Verherrlichung, diese Ehre anschauen, we don't receive a new body at the second step. da erhalten wir keinen neuen Körper am zweiten Schritt. This is walking in newness of life. Das bedeutet, in diesem erneuerten Leben zu laufen. This is power to live a new life. Dieses Kraft, in einem neuen Leben zu wandeln. And this is to have a body, Und das ist einen Körper, if I can express it this way, oder wenn ich es folgendermaßen sagen kann, that's powerful enough to take you through eternity. dass es ein Körper ist, der kraftvoll genug ist, um dich durch die Ewigkeit hindurchzubringen. So these concepts, these ideas, Also diese Konzepte, diese Ideen, between the second and the third step, diese Verbindung zwischen dem zweiten und dritten Schritt, are coded in our message sind in unserem Botschaft so einkodiert. and are reasonably well understood. Und sie können gut verstanden werden. All I want us to see Alles, was ich möchte, dass wir sehen, is that the subject of righteousness dass dieses Thema der Rechtfertigung is not connected to holy flesh ist nicht in Verbindung mit dem heiligen Fleisch, in this direct way, in dieser direkten Art und Weise. but there's a separation. Aber da gibt es eine Trennung. The righteousness Dass Gerechtfertigung, can be understood as being in the second and the third step. dass man das verstehen kann, dass es die im zweiten und im dritten Schritt gibt. You're righteous internally, Du bist gerechtfertigt intern and then you're righteous externally. und dann bist du auch extern gerechtfertigt. We could explain that in this way. Man könnte das auch folgendermaßen erklären. A new heart Ein neues Herz and a new body. und einen neuen Körper. So that's a really simple way to see that. Und das ist eine sehr einfache Art und Weise, dies zu veranschaulichen. So we've spoken about marriage, Also wir haben über die Ehe gesprochen, spoken about building. wir haben über das Bauen auch gesprochen. Now, before we do the third one, Also bevor wir nun jetzt das dritte machen, I want us to see an important principle, da möchte, dass wir ein wichtiges Prinzip sehen. and it's something that many people have overlooked. Und das ist etwas, was viele Menschen so drüber hinweggeschaut haben. Now, Jesus Jesus teaches us lehrt uns in Matthew 24, in Matthäus Kapitel 24, verse 37. Vers 37. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Matthew 24, Matthäus 24, verse 37. Vers 37. It says, as it was in the days of Noah, Das heißt, wie es aber in den Tagen des Noahs war, so shall it be at the end of the world. so wird es auch an der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Im Englischen heißt es am Ende der Welt. All I want us to pick up from the story of Noah Alles, was ich möchte, dass wir aus der Geschichte von Noah nun herausziehen, is that there's a story of a boat ist, dass es da eine Geschichte von einem Boot gibt. and there's a story of who? Und da ist eine Geschichte von wem? A man. Einem Mann. His name is Noah. Sein Name ist Noah. Now, is Noah the ark and is the ark Noah? Also ist Noah jetzt die Arche und Arche ist der Noah? Of course it's not. Natürlich ist das nicht. Let's go to another story. Lasst uns zu einer anderen Geschichte gehen. Remember, this is the subject of building. Erinnert euch, das ist die Thematik des Bauens. So let's build something else.
Also lasst uns hier etwas anderes bauen. Here's a temple. Hier ist ein Tempel. And who's building this temple? Und wer baut diesen Tempel? It's a man. Das ist ein Mann His name is Zerubbabel. und sein Name ist Zerubbabel. Zerubbabel is the man, the temple is the temple. They're not the same thing. Zerubbabel ist der Mann und der Tempel ist der Tempel. Also sie sind nicht das Gleiche. But we could see this principle over and over again. Und wir können dieses Prinzip immer und immer wieder sehen. Matthew 25. Matthäus 25, There's a house. da gibt es ein Haus. Who's in the house? Wer ist denn in diesem Haus? We should know. Wir sollten das wissen. The bride. Da ist die Braut. Who's outside of the house? Und wer ist denn außerhalb des Hauses? Now we should know this one. Wir sollten das jetzt wissen. Did they say? Was habt ihr gesagt? Not the bridegroom. The Welche? virgins. Die Jungfrauen. The 10 virgins are outside of the house. Die 10 Jungfrauen sind außerhalb des Hauses. So I've given you 3 examples. Also habe ich euch 3 Beispiele gegeben. There are more. Und da gibt es noch mehr. And what are we seeing? Und was sehen wir? There's a distinction. Da gibt es einen Unterschied, There's a separation es ist eine Trennung between the individual zwischen den Individuen and the structure. und der Struktur. You have the individual and the structure. They're 2 separate things. Also man hat das Individuum und dann auch noch so die Struktur oder das Gebilde. Und es sind 2 verschiedene Dinge. And you know this is important Und man weiß, dass dies wichtig ist, because there are so many parables that teach this distinction. denn es gibt so viele Gleichnisse, die diesen Unterschied lehren. So let's go to this story of Noah. Also lasst uns jetzt zu dieser Geschichte von Noah gehen. What kind of people built this ark? Welche Art von Leuten bauen denn diese Arche? Good people Sind es gute Menschen or bad people? oder sind es schlechte Menschen? Both? Both. Es sind beides. What kind of people built this temple? Welche Art von Leuten bauen diesen Tempel? Good and bad. Both. Also gut und schlecht. How many virgins are there that are attending to the bride? Wie viele? Da sind 10 Jungfrauen, die Braut begleiten. Are they all good? Sind die alle gut? No. Nein. So you have this concept Also man hat dieses Konzept, that you have a structure dass man ein Gebilde hat and oder then eine you have the Struktur, individuals. und dann hat man das Individuum. And the individuals Und die Individuen are both good and bad sind beides gut und schlecht. because you have Noah Denn man hat Noah and you have workers, und man hat die Arbeiter, carpenters, ja, Zimmermänner, who help him build this ark. die ihm helfen, diese Arche zu bauen. If this was not Zerubbabel Und wenn das nicht Zerubbabel wäre, and this was Solomon's temple, sondern dies Salomons Tempel wäre, who builds Solomon's temple? Who builds Solomon's temple? Who's the main person? wer ist denn die Hauptperson, die Salomons Tempel baut? His name is Hiram. Und sein Name ist Hiram, glaube ich im Deutsch. And why is he building this temple? Und warum baut er diesen Tempel? What's his motivation? Was ist die Motivation, die er hat? Is it good or bad? Ist es gute Motivation oder schlecht? It's bad. Es ist schlechte Motivation, He does it for money denn er tut es wegen dem Geldes and for personal glory. und für Eigenverherrlichung. So you can see Also man kann sehen, that the temple, let me ask it this way. The ark, was the ark perfect? war die Arche perfekt? Were there any defects in the ark? Gab es da irgendwelche Defekte? Or was it a perfect savior? War es ein perfekter Erlöser sozusagen? It was perfect, wasn't it? Es war perfekt, war es nicht so? Otherwise it would not have endured the flood. Sonst hätte es ja nicht die Flut überstanden. Did bad people help construct this ark? Haben böse Menschen geholfen, diese Arche zu bauen? Yes. Ja. Were there any defects in the building? Gab es da irgendwelche
Fehler beim Bauen? No. Nein. Solomon's temple, Salomons Tempel perfect building, ist ein perfektes no Gebäude. defects. Keine Fehler. You have people Und man hat Menschen, who are bad people welche schlechte Menschen sind, building this. aber die es bauen. Come back to the story of Matthew 25. Und zurück zu der Geschichte von Matthäus 25. A bride Eine Braut, who's ready, welche fertig waiting ist, for her husband. die für ihren Mann wartet. And you have virgins, Und man hat Jungfrauen, 5 of them, 5 von ihnen, who sleep welche schlafen, in carelessness die dass sie sich nicht drum kümmern. Sie scheren sich nicht und so schlafen sie. and loss of hope. Und ohne Hoffnung. They're not paying care and attention to their job. Sie kümmern sich überhaupt nicht um die Arbeit, die sie eigentlich I say verrichten sollen. 5 Und 5, because the sleep of the 5 wise is different from the sleep of the 5 foolish. I think we all know that. und ich sage nur 5, weil wir wissen das doch, dass der Schlaf der 5 Törichten ein anderer Schlaf ist wie der Schlaf der 5 Weisen. In fact, if you want to make an application in the Millerite history, Und sogar wenn man eine Anwendung auf die Milleritengeschichte machen möchte, you'll see it's it's one of the 5 virgins that actually gives this cry. dann sieht man, dass es sogar eine der 5 Jungfrauen ist, die den Ruf gibt. Was there any defects in this bride? Gab es da irgendwelche Fehler an dieser Frau? Or is she perfect? Oder war sie perfekt? She's perfect. Sie war perfekt. So you have a story, Also hat man eine Geschichte, when you think about a structure, dass wenn man über ein Gebilde nachdenkt, that it's perfect, dass es perfekt ist. no defects, Keine Fehler. but it's being built Aber es wird gebaut, by both good and bad individuals. aber es wird von guten und schlechten individuellen Leuten gebaut. So I want us to see this concept when we think about marriage and building. Also ich möchte, dass wir dieses Konzept im Hinterkopf haben, wenn wir über Ehe und Bauen nachdenken. This is why the reason I'm stressing this point Das ist, warum ich diesen Punkt so herüberbringen möchte. about looking at things from a thematic viewpoint through themes. Okay, das ist, warum ich dass wir diesen Punkt, dass wir Dinge durch Themen oder anhand von Themen betrachten. Because it helps to clarify many misconceptions that we have. Denn es hilft, dass wir viele Dinge, die wir vielleicht etwas falsch verstehen, deutlicher und besser verstehen. I'll give you an example. Ein Beispiel. We had this man, Wir haben diesen Mann hier, righteous all the way along, der gerechtfertigt ist durch den ganzen Weg entlang. and you would not believe the number of people who come up to me when I teach this, Und ihr würdet nicht glauben, wie viele Menschen zu mir dann kommen und fragen, wenn ich das lehre. and they say something along this line. Und sie sagen sowas ungefähr. Are you telling me Sagst du mir, that from 9/11 dass vom 11. September an I wasn't supposed to be doing any sin? ich keine Sünde mehr tun sollte? And I might say, yes, Und ich sage vielleicht, ja, of course you're not supposed to be doing any sin. natürlich solltest du keine Sünde tun. Why is that a surprise? Warum ist das so überraschend? I mean, from the day you got baptized, you're not supposed to be doing any sin. What's it got to do with 9/11? Von dem Tage an, wo du getauft wurdest, solltest du überhaupt keine Sünde mehr tun. Was hat das überhaupt mit dem 11. September zu tun? And they say, well, I've been doing sin lots of times since 9/11. Am I lost? Und dann, ja, ich habe seit dem 11. September viele Sünden begangen. Bin ich jetzt verloren? I'm saying, come on. Und ich sage, na jetzt komm schon. I thought we're supposed to understand these lines. Und ich sage, ich dachte, wir sollen diese Linien verstehen. Is this person you? Ist diese Person du? The answer is Und die Antwort ist no, nein. because some of you weren't even born here. Denn manche von euch wurden da noch nicht mal geboren. Now, it can teach you something about yourself, Also es kann etwas über dich lehren, but this person aber diese Person is a symbol ist ein Symbol. of what? Und von was? It's a symbol of an ark, Es ist ein Symbol von einer Arche, a symbol of a temple, es ist ein Symbol eines Tempels or a symbol of a bride. oder ein Symbol einer Braut. The ark had no defects all the way through.
Die Arche hatte absolut keine Fehler den ganzen Weg entlang, durch den ganzen Weg entlang. Neither did the temple, neither did the bride. Und auch der Tempel und die Braut hatten dies auch nicht. Keine Fehler. If we don't understand the relationship Und wenn wir diese Verbindung nicht verstehen, between the structure and the individual, zwischen der Struktur und der Individuen, you will become confused dann wird man verwirrt and you allow yourself to become deceived und dann erlaubst du, dass du selber eigentlich getäuscht wirst by the very strange messages that are in this movement. bei diesen komischen Botschaften, die innerhalb dieser Bewegung kurieren. By the way, do you know there's fanaticism in our movement? Nebenher, wisst ihr, dass es da Fanatismus in unserer Bewegung gibt? We should know Wir sollten das wissen, because we understand denn wir wissen, in the Millerite line in der Linie der Milleriten from April 1844 vom April 1844, here, von hier ab, fanaticism entered into the movement. dass Fanatismus in die Bewegung hineinkam. And fanaticism Und der Fanatismus is not some dirty, bad word. ist nicht etwas, ein schlechtes, schmutziges Wort. All that it's indicating All das, was es aussagt, ist, is that there are different understandings of truth. dass es da verschiedene Ansichten oder Verständnisse der Wahrheit gibt. It's not an insult Es ist keine Anmaßung, to call someone a fanatic. jemanden einen es ist keine Anmaßung, jemanden einen Fanatiker zu nennen. It's Ist bald? Keine? Okay, danke. Es ist keine Beleidigung, jemanden einen Fanatiker zu nennen. fanaticism Der Fanatismus is a symbol ist ein Symbol, of a different understanding of the message. einer unterschiedlichen Verständnis der Botschaft zu haben. Now, when you have these different understandings of the message, Und wenn man diese verschiedenen sondern Verständnisse der Botschaft hat, how do you know which one would be correct? wie weiß man dann, welche denn richtig ist? I'm saying Ich sage, that a reform line, dass eine when you Reformlinie, think about the theme of marriage and building, wenn man über die Thematik oder das Thema der Ehe und des Bauens nachdenkt, teaches you dass es lehrt, that the ark, the building, and the bride dass die Arche, der Tempel, aber auch die Braut are without defect, ohne jegliche Fehler sind. are right, Sie sind richtig, are perfect, sie sind perfekt. from beginning Vom Anfang an to the middle bis zur Mitte to the end. und zum Ende. And if you're not sure Und wenn du nicht sicher bist, which message welche Botschaft is correct, korrekt ist, when fanaticism enters into the movement, wenn der Fanatismus in die Botschaft hineinkommt, then all you need to do dann alles, was man tun muss, is go to the ark, the temple, or the bride dann muss man einfach nur zur Arche, zum Tempel oder zur Braut gehen. and track them. Und man muss sie verfolgen. Because if you track the individual, Denn wenn man den Individuellen nachfolgt, you're going to get into a lot of problems. dann handelt man sich viele Probleme ein. When I mean the individual, Und was meine ich mit den Individuellen? let's get real. Lasst uns jetzt deutlich werden. If you track the individual speaker, Wenn du die individuellen Sprecher verfolgst, how do you know wie weiß man, if you're picking this one or this one? dass man den oder den auswählt? The hired laborer or Noah? Noah oder den Arbeiter, der gemietet wurde oder angeheuert wurde? Because Ellen White says Denn Ellen White sagt, every nail that they hammered into that ark dass jeder einzelne Nagel, den sie in diese Arche schlugen, was what? war was? She calls it a sermon. Es sagt, es war eine Predigt. Every nail that went in was a message. Jeder Nagel, der hineinkam, war eine Predigt, And both eine men Botschaft. Und beide Männer are both nailing. sind am Nageln. One is true and one is false. Einer ist wahr und der andere ist falsch. One is wise, one is foolish. Einer ist weise, der andere ist töricht. One is precious, one is vile. Einer ist kostbar, der andere ist unkostbar. One is a true prophet, one is a false prophet. Einer ist ein wahrer Prophet, der andere ist ein falscher Prophet. One is a wheat, one is a tare. Einer ist ein Weizen, der andere ist ein Unkraut. But the structure remains intact,
perfect. Aber die Struktur, das Gebilde, bleibt perfekt. And that's what we must keep our eye upon, Und da ist, wo wir unser Augenmerk drauf haben müssen. not the individual. Nicht die individuellen. And so you can see, Also kann man dann sehen, hopefully, hoffentlich, that these themes dass diese Themen can keep you können einen on the path auf dem Pfad halten and prevent you from making mistakes und davon abhalten, Fehler zu begehen. by understanding Wenn man versteht, that there is these two distinct symbols, dass es diese zwei verschiedenen Symbole da gibt. and we must never mix them, Und wir sollten sie nie miteinander mixen. because when you mix them, you get into fanaticism and wrong ideas. Denn wenn man sie vermischt, dann kommt man zu falschen Ideen, Verständnissen, die dann im Fanatismus enden. We have enough testimony that this is perfect, Wir hatten genug Zeugen, dass dies perfekt ist. and we have enough testimony Und wir haben genug Zeugen, that much of this is wrong. dass viel von dem falsch ist. So this is not a subject Also dies ist keine Thematik, that I'm saying wo ich sage, you need to be perfect without doing any sin at 9/11. du musst perfekt sein ab dem 11. September und keine Sünde mehr tun. Because I'm saying you shouldn't be doing any sin anyway. Denn ich sage, du solltest überhaupt keine Sünde sowieso, also keine Sünde tun. In fact, I'm not saying that, Und sogar ich sage das eigentlich nicht, so that we're all sure, pardon me? so that we're all sure on this issue. Dass wir alle, dass das komplett deutlich ist. Go to Romans 6. Lasst uns zu Römer Kapitel 6 gehen. When you die, Wenn du stirbst, what's supposed to happen to you? was soll dann mit dir eigentlich passieren? What are people supposed to do to you? Was machen Menschen mit dir? They bury you, don't they? Die begraben dich. Machen sie das nicht? You agree with that? Tun die damit übereinstimmen? Or do you bury people who are alive? Oder tut ihr Menschen begraben, die noch am Leben sind? Of course not. Natürlich tut man das But nicht. it happens a lot in our church. Aber es passiert viel in unserer Gemeinde. So just keep this in the back of your mind. Also habt dies im Hinterkopf. First you die, Also erst stirbt man, then you're buried, dann ist man begraben and then you go in resurrection or newness of life. und dann ist man, dann kommt die Auferstehung oder dieses erneuerte Leben. Do we agree with those three steps? Kann man mit diesen 3 Schritten übereinstimmen? In real life, Im wirklichen Leben. you die before you're buried. Du stirbst, bevor du begraben wirst. Yes? Ja? Where do you get buried? Wo wirst du denn begraben? According to Romans 6. In Verbindung mit Römer 6. What is burial a symbol of? Wovon ist denn diese Begrabung ein Symbol von? Baptism. Also die Taufe. So you need to be dead before baptism. Also musst du tot sein, bevor du getauft wirst. Agree with that? Könnt ihr damit übereinstimmen? If baptism is 9/11, Wenn die Taufe der 11. September ist, you need to be dead before that. dann muss man bereits vorher schon tot sein. And when it talks about death, Und wenn es über den Tod handelt, in the symbolic application that Paul is making, in der symbolischen Anwendung, die Paulus vollbringt, what does it mean dead to? was bedeutet es denn, tot zu was zu sein? Talking about dead to sin. Es bedeutet hier, tot der Sünde zu sein. I don't know why we've been teaching Ich weiß nicht, warum wir lernen, that from 9/11 we're not supposed to be doing any sin, dass wir seit dem 11. September überhaupt keine Sünde mehr haben sollen. because you're not supposed to be doing any sin before 9/11. Denn man sollte überhaupt keine Sünde bereits schon vor dem 11. September tun. But we've misunderstood some of these concepts. Aber wir haben einige dieser Konzepte missverstanden. Just go back to the sanctuary system. Lasst uns zurück zu dem Heiligtumssystem gehen. This person who did sin, Diese Person mit Sünde, and he went through this system, du gehst durch dieses System hindurch. when did he stop doing sin? Wo hat er denn aufgehört, Sünde zu tun? The moment he walked into that courtyard. Der Moment, wo er in diesen Vorhof hineingegangen ist. So he's sinning all the way as he's walking up to the sanctuary, and then he suddenly stops. Und dann er geht also bis zum Heiligtum und er sündigt und dann auf einmal hört er auf. All of you know that is silly. Ihr wisst doch alle, dass das eigentlich dumm ist. He sinned.
Er hat gesündigt. He went to his field. Er ist zu seinem Acker gegangen He chose an animal, oder zu seinem Feld und er hat ein Lamm ausgewählt. carried it or put it on a lead and walked to the sanctuary. Entschuldigung, er hat ein Tier ausgewählt und er hat es dann an einer Leine zu dem Heiligtum geführt. As he's walking to the sanctuary, Und während er zu dem Heiligtum läuft, what's he walking away from? wovon läuft er denn weg? Also entfernt Everybody's sich. looking at that man Jeder schaut sich diesen Mann an with the animal, mit seinem Tier and what does everybody know that that man has done? und was wissen die Leute alles, was dieser Mensch getan hat? They already know he's done sin even before he gets here. Sie wissen alle, dass er gesündigt hat, bevor er überhaupt da ankommt. And as he's carrying this lamb, you think he's carrying on doing sin? Und denkt ihr, wenn er so läuft mit seinem Tier, denkt er tut weiter sündigen? Of course not. Natürlich nicht. This man's already turned away from his sin even before he enters into the sanctuary. Also dieser Mensch hat bereits schon sich von der Sünde abgewandt, bevor er überhaupt in das Heiligtum hineingeht. Once you're baptized, Wenn man dann getauft ist, verse 7, Vers 7, da heißt es, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. people have made this into a dirty word, Which word? this verse. Okay, Menschen haben diesen Vers eigentlich beschmutzt oder in Schmutz reingezogen. If someone, Wenn jemand according to the Bible, anhand der Bibel is free from sin, von der Sünde frei ist, people seem to equate that with holy flesh. dann denken die Menschen, dass das eigentlich mit dem heiligen Fleisch zusammen in Verbindung steht. Paul doesn't do that. Paulus tut das nicht. He says, Er sagt, once you're baptized, dass wenn du getauft bist, you're then freed from sin. dann bist du frei von Sünde. Sin has no control over you. Sünde hat nicht mehr die Kontrolle über dich. John says it even stronger. Johannes sagt es sogar noch deutlicher. How does John express it? Wie sagt Johannes es? He says, not only do you not do sin, Er sagt nicht nur, tust du die Sünde nicht mehr, he says you cannot do sin. sondern du kannst nicht mehr Sünde tun. And people think, Und Menschen denken, when you even discuss the subject, dass wenn man nur sogar dieses Thematik bespricht, it's holy flesh. dass es das heilige Fleisch ist. And I'm saying Und ich sage, that is fanaticism. dass das Fanatismus ist. And what we need to understand Und was wir anfangen müssen zu verstehen, is that the structure is perfect all the way through, dass die Struktur perfekt den ganzen Weg entlang ist. even before we can begin to understand an application of Romans 6. Und dies ist bereits schon, bevor wir überhaupt die Anwendungen oder Auswirkungen von Römer 6 wissen. Now there's one more theme. Das war jetzt noch ein weiteres. We've done marriage and building. Wir haben die Ehe und auch das Bauen durchgenommen. And the next one, Und das nächste ist, let's do it a little bit backwards. Let's go to Isaiah 28. lass uns ein bisschen so rückwärts das angehen und lasst uns zu Jesaja 28 gehen. Isaiah 28, Jesaja 28, verse 12. Vers 12. Da heißt es, er, der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquickte Müden, und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. So he talks about the rest Also es handelt hier von der Ruhe and the refreshing. und der Erquickung. So it says in the verse, it says, this is. Und da heißt es im Vers, das ist. So when it says this is, Also wenn es heißt, das it ist, says it twice. dann sagt es zweimal, This is the rest, this is the refreshing. das ist die Ruhe, das ist die Erquickung. So we'll say rest Dann sagen wir hier Ruhe and refreshing. und die Erquickung. Now I'm saying they're the same thing. Und ich sage, das sind das Gleiche. How are we doing that? Wie können wir das tun? How do we make them the same thing? Wie kann man sie das Gleiche tun? Going to follow the Machen? rule Man folgt einfach der Regel, of
precept upon precept. Vorschrift auf Vorschrift. It says, this is, Sagt, das ist this is, und das ist the rest die Ruhe and the refreshing. und die Erquickung. What is the rest and refreshing? Was ist denn die Ruhe und die Erquickung? Before you answer, Bevor ihr jetzt antwortet, the Bible verse will tell you what it is. der Bibelvers wird euch sagen, was es ist. At least give you a clue. Oder zumindest gibt er einen Hinweis. What do we think the rest and refreshing is from the verse? Was anhand des Verses, was denkt ihr, dass diese Ruhe und diese Erquickung ist? Good. Etwas, was man hören kann. It's a message Es ist eine Botschaft, because you have to hear it. denn man muss es hören. We agree with that? Können wir darüber einstimmen? Remember that Erinnert euch. because hopefully we're going to make an application of this later. Erinnert euch daran, weil später möchten wir damit eine Anwendung vollbringen. Now, we can see that. Let me do this now. Lasst es mich doch jetzt machen. We've got a message, Also wir haben eine Botschaft and remember, we're going to use this principle of repeat and enlarge. und erinnert euch, wir benutzen dieses Prinzip der Wiederholung, der Erweiterung, When we study Bible verses, wenn wir die Bibelverse benutzen. this person, Und wir studieren diese a Person symbol hier, of the movement, ist ein Symbol der Bewegung. they're walking Und sie geht along this line. an diese Linie entlang. And what is this line that they're walking along? Und was ist diese Linie, auf der sie gehen? What do we call it? Wie nennen wir sie? Psalm 77. Psalm 77. Thy way, Dein Weg, Herr, dein O Pfad, Lord, is in the sanctuary. o Herr, ist in dem Heiligtum. It's the way. Es ist der Weg. This is the sanctuary. Also das hier ist das Heiligtum. The way is in the sanctuary. Der Weg ist im Heiligtum. The way is not to the sanctuary. Der Weg ist nicht zu dem Heiligtum, It's in the ist sanctuary. in dem Heiligtum. So this is the way. Also das ist der Weg. Waymarks. Das ist die Wegmarken. Marks along the way. Also Marken, die dem Weg entlang sind. Signposts along the path. Oder Schilder, die am Pfad entlang gehen. Do we agree with that? Können wir damit übereinstimmen? We got all of this from construction. Also wir haben dies alles vom Bau. Now we're in Isaiah 28. Und jetzt sind wir in Jesaja We've got 28. rest and refreshing is a message that you hear. Wir haben die Ruhe und die Erquickung, welches man hören kann. Which verse do we always go to when we're dealing with paths? Welchem Vers gehen wir immer, wenn wir über diesen Weg oder diesen Pfad reden? We talk about path, where do you always go to? Wenn wir über diesen Pfad reden, wo gehen wir da immer hin? Welchen Bibelvers? Jeremiah Jeremia 6, 6, 16. Vers 16. Let's go there. Lasst uns da hingehen. Because it's in the same book as Isaiah 28, Pardon me? because it's in the same book, Also, weil es im gleichen Buch ist, you know they must be connected. dass sie, da weiß man, dass sie, Sorry, not Isaiah, it's Jeremiah, sorry. ja, Jeremiah 6:16. zu Jeremia 6, Vers 16. Jeremiah 6:16. Da heißt es, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. It says path, Ja, es sagt hier Wege oder Pfade, singular or plural? Singular oder Plural? Plural. Plural. So you have these lines upon lines, Also- paths, multiple paths. Also es sind mehrere Wege, es ist nämlich Linie auf Linie. But what I want us to see, Aber was ich möchte, dass wir sehen, God says, walk in the path. Gott sagt, wir sollen in diesem Pfad wandeln. And they said they would not walk. Und dann heißt es, nein, sie werden nicht wandeln. The Das ist last die part of Antwort. the verse, can we see that? Der letzte Teil des Verses, könnt ihr das sehen? We will not walk. Wir werden nicht darauf wandeln.
We're going to look for repeat and enlarge. Und nun werden wir jetzt gucken, ob wir die Wiederholung und Erweiterung sehen. And can you see Und kann man sehen, könnt ihr sehen, a repeat and enlarge in this verse? in diesem Vers könnt ihr eine Wiederholung und Erweiterung sehen. Not easy. Es ist nicht einfach. There may be one, but it's not easy to see. Da mag eins sein, aber es ist nicht einfach zu sehen. But what I want us to see Aber was ich möchte, dass man sieht, is it says, stand in the ways, da sagt es, steht in den Pfaden ask for the old paths, und fragt nach den alten Pfaden which is the good way, oder den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, and walk therein, und wandelt darauf, and you will find what? und so werdet ihr was finden? Rest. Ruhe. So we can go from Isaiah 28 to Jeremiah 6. Also können wir von Jesaja 28 zu Jeremia 6 gehen? Do you agree with that? Könnt ihr damit übereinstimmen? It says, this is the rest, the message. Und da sagt es, das ist die Ruhe, die Botschaft. Jeremiah 6:16 Und Jeremia 6, Vers 16, says, if you're in the path, er sagt, wenn du in dem Pfad bist, has to be this path, also muss dieser Pfad hier sein, you'll find rest. dann wird man Ruhe And finden. they said, Und sie sagen, we won't walk. wir werden nicht wandeln. We're going to go to the next verse, Und wir gehen zum nächsten but Vers. we want to read the last part of the verse. Und da werden wir den letzten Teil dieses Verses lesen. I'm going to read the last part of 16. Und ich werde den letzten Teil, Vers 16 lesen. We will not walk. Da heißt es, wir wollen darauf nicht wandeln. The last part of 17. Und der letzte Teil, Vers 17, We will not hearken, wir wollen nicht darauf achten oder wir wollen nicht hören. which is essentially is listen. Welches essentiell eigentlich ist, wir wollen nicht zuhören. We're not going to walk, we're not going to listen. Wir werden nicht wandeln und wir werden nicht zuhören. This is a repeat and enlarge. Das ist eine Wiederholung und Erweiterung. What do you not listen with? Was hört man denn nicht zu? With your ears. Mit was? Mit deinem Ohr. So you see there's a strong connection between Isaiah 28 and Jeremiah 6. Also seht ihr, dass es da eine große Verbindung zwischen Jeremia 6 und auch Jesaja 28 gibt. So Jeremiah 6:16, Jeremia 6, Vers 16, this path, dieser Pfad hier, what is it? was ist es denn? It has to be a message. Es muss eine Botschaft sein. And this message is being symbolized by what? Und diese Botschaft wurde symbolisiert durch was? A boat, Ein Boot, a building, ein Gebäude and a wife. und eine Frau. These are the symbols Die sind die Symbole of this message. von dieser Botschaft. And there are a number of people Und da sind eine Anzahl von Menschen, who are saying, welche sagen, we won't walk along the path, wir werden nicht auf diesem Pfad wandeln, we won't listen to the message. wir werden auch nicht dieser Botschaft zuhören. So not walking and not listening are the same thing. Also nicht zu wandeln und nicht zuzuhören ist das Gleiche. So if we had a symbol Also wenn wir ein Symbol haben, of an ear, eines Ohres, it would cover this whole reform line. dann würde es diese ganze Reformlinie in sich bergen. Because this is a symbol of a message. Denn dies ist ein Symbol einer Botschaft. What other symbol do we have? Welch weiteres Symbol haben wir? Walking. Wandeln. So we won't walk. Wir werden nicht wandeln. What do you use to walk? Was benutzt man denn, um zu wandeln? Feet. Füße. What are feet a symbol of? Wofür sind denn Füße ein Symbol von? Entschuldigung. Do we know? Wissen wir das? What are you supposed to put on your feet? Was muss man denn eigentlich an seine Füße machen? Shoes. Das sind Schuhe. It says shod with the gospel of peace. Also mit der Schuhe des Evangeliums. How many of us have got beautiful feet? Wie viele von uns haben schöne Füße? The Bible speaks about beautiful feet. Die Bibel spricht über schöne Füße. How do you get your feet beautiful? Wie machst du denn oder bringst du denn deine Füße dahin, dass sie schön sind? What needs to happen to them? Was muss denn mit ihnen passieren? You need to go to the top floor Du musst zu dem
obersten Stockwerk gehen, of a building, eines Gebäudes, and you need to get them washed, und dann muss man sie waschen. and then they become beautiful. Und dann werden sie schön. And then what are you able to do? Und dann, was kannst du tun? Put your shoes on Dann kannst du deine Schuhe antun and give a gospel. und dann kannst du ein Evangelium geben. So this message, Also diese Botschaft, what is this message? was ist diese Botschaft? Isn't it the everlasting gospel message? Three angels' messages. Ist es nicht die ewige Evangelium, die 3 Engelsbotschaft? Same symbol as a foot, Also das gleiche Symbol wie ein Fuß, which is the gospel. welches das Evangelium ist. So you can see Also kann man sehen, Jeremiah 6:16 and 6:17. Jeremia 6, Vers 16 und Vers 17, You go all the way round, full circle. da geht man den ganzen Weg um, den kompletten Kreis. Either you're walking along a path, Wandelst du auf dem Pfad? and we develop that from the symbol of building, Und wir haben dies anhand des Symbols des Bauens aufgezeigt, which is the same as a symbol of an ear or listening, welches das gleiche ist wie ein Ohr, das man zuhört, which is a symbol of a message. welches auch ein Symbol der Botschaft ist. And this message Und diese Botschaft and this path und dieser Pfad are all symbolized werden alle dadurch symbolisiert by this rest. von dieser Ruhe. And the rest Und diese Ruhe is the same as the refreshing. ist das gleiche wie diese Erquickung. So we're going to pick up this third principle, this third theme. Also werden wir jetzt dieses dritte Thematik oder dieses dritte Thema aufgreifen. How are we refreshed? Wie sind wir denn, wie werden wir denn erfrischt, erquickt? Often Oft by water. durch Wasser. So when we think about this rest and refreshing, Also wenn wir über diese Ruhe und diese Erquickung nachdenken, what do we call this? dann wie nennen wir das? When we talk about the rest and refreshing, what do we say it's a symbol of? Was sagen wir, was die Ruhe und die Erquickung ist? Wovon ist es ein Symbol? Der Spätregen, Which is interesting welches interessant ist, because we've got a symbol denn wir haben ein Symbol, pointing to another symbol, das auf ein anderes Symbol hindeutet, which has to go to the literal. welches dann zum Buchstäblichen hinfolgt. So Alan White will teach us this. This is direct. This is, that's why my sister said it, latter rain. Also Ellen White ist sehr direkt darüber, so wie auch meine Schwester gesagt hat. Sie sagt, dass hier der Ruhe eine Erquickung der Spätregen ist. So line upon line methodology is the rest and refreshing, is the message, is the latter rain. Also die Methodologie der Linie auf Linie ist die Ruhe, ist die Erquickung, welches dann der Spätregen ist. What does rain refresh? Was erfrischt denn der Regen? Because he doesn't refresh us. Erfrischt er nicht uns? Plants. Pflanzen. Helps them to grow, Es hilft ihnen zu wachsen. helps them to germinate Es hilft ihnen aufzusprießen and to come to maturity. und dann erwachsen zu werden, also zur Reife zu gelangen. So the third theme Und das dritte Thema is the theme of agriculture. ist das Thema der Agrikultur. And this is another important, very important theme. Und das ist ein weiteres sehr wichtiges Thema. Just using these three themes, Nur wenn man diese 3 Themas benutzt, we can learn a vast amount of information about the experience that God wants us to have. können wir so viele Informationen darüber erlangen, was Gott möchte oder was Gott möchte, welche Erfahrung wir durchgehen. And we can see they're all connected. Und wir sehen, dass sie alle miteinander verbunden sind. Just while we're in Jeremiah 6:16 and 17, Also, just what? while we're there, Okay, während wir schon in Jeremia 6, Vers 16 sind, it says, stand in the ways da heißt es, tretet hin oder steht an die alten Pfade oder in die Wege ask for the old paths, und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, which is the good way. welches der gute Weg ist. And they said, we won't do that. Und dann sagen sie, wir werden das nicht We tun. won't stand Wir werden nicht and we stehen won't walk. und wir werden nicht wandeln. Who is standing Wer steht denn? and who is walking Und wer läuft denn in this path? in diesem Pfad? Who is it? Wer ist es denn? How do we know the answer to that?
Wie wissen wir oder können wir denn die Antwort dazu wissen? You look in the verse, Man schaut sich den Vers you an can't find it in the verse, und wenn man es nicht in dem Vers sieht, go to the verse before or the verse after. dann geht man zu dem Vers zuvor oder hinterher, Before you go anywhere else. bevor man irgendwo anders hingeht. Now I can see you doing that, Und ich kann sehen, dass ihr das tut. so now I'm going to ask the question again. Jetzt werde ich nochmal die Frage fragen. Who's standing in the path and walking in that path? Wer steht denn in diesem Pfad und wer wandelt denn auf diesem Pfad? Can we see? Können wir sehen? In verse 17, Vers 17. talks about whom? Um wen handelt es denn dort? Watchman. Wächter. So the watchman Also die Wächter is standing in the path, he's walking along the path. stehen oder wandeln auf diesem Pfad. And what's the watchman doing? Und was tut dieser Wächter? He's giving Er gibt some kind of information. eine Art von Information. And the information that he's giving, Und die Informationen, die er gibt, they say we're not going to listen to. sagen sie, wir werden nicht zuhören. So this watchman Also dieser Wächter, who's in this path, der in diesem Pfad verweilt, what's his name? was ist denn sein Name? Let me ask you same question a different way. Gleiche Frage in einer anderen Form. How many men Wie viele Männer do you know erkennst du, that stand in the way die im Weg stehen and do something? und etwas tun? Not sure? Ihr seid euch nicht sicher? If I gave you a clue, Wenn ich euch einen Hinweis gebe, Isaiah chapter 40, Jesaja Kapitel 40, Luke chapter 1, Lukas Kapitel 1, John chapter 1, Johannes Kapitel 1. who's this watchman? Wer sind diese Wächter? The prophets? Let's go to John chapter 1, maybe Lasst we're not uns sure. zu Johannes geben. Johannes Kapitel 1. Verse 23. Vers 23. Johannes Kapitel 1, Vers 23. Da heißt es, er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Where's John standing? Wo steht denn Johannes? We know he's in the wilderness, Wir but what's wissen, his job function? wir wissen, er ist in der Wüste, aber was ist denn seine Arbeit, die er verrichten soll? Isn't it to straighten the path? Ist es nicht, diesen Weg zu ebnen? Yes? Ja? Why? Warum? To prepare Um den Pfad zu vorbereiten? for what? Für was denn? For the coming king. Oh, für diesen kommenden König. Isn't that what his job is? Ist das nicht denn die Arbeit, die er hat? Similar to the first angel's message. Es ist Symbol der ersten Engelsbotschaft. So you see that this watchman of Jeremiah 6, Also ihr seht, dieser Wächter aus Jeremia 6, which is the person welche die Person ist, who's standing and walking in this way, die in diesem Pfad steht und auch wandelt, the symbol of John the Baptist. ist ein Symbol Johannes des Täufers. John the Baptist Und Johannes der Täufer is giving a trumpet sound. gibt eine Trompeten, Posaunen, Sound, eine Stimme der Posaune. So this trumpet sound that he's giving, Und diese Stimme der Posaune, die er gibt, diesen Ruf der Posaune, den er gibt, what's it saying? was sagt es denn? The king is just behind me, Es sagt, der König ist gerade nur so kurz hinter mir, which makes him a herald. welches ihn ein Ankündiger macht. Is that correct? Ist das richtig? John is the herald of Christ. Johannes ist der Ankündiger von Christus. Hopefully we can all see that. Und ich hoffe, dass wir das alles so sehen können. But in Jeremiah 6:17, Aber in Jeremia 6, Vers 17, he's called a watchman. da sagt er die Wächter. The purpose of watchman Der Sinn der Wächter is to warn you ist, dich zu warnen, the destruction's about to happen. dass Zerstörung nahe liegt. And this is Jeremiah. Und dieses Jeremia, Who's the watchman in this story? wer ist denn der Wächter in dieser Geschichte?
His name is Jeremiah. Sein Name ist Jeremia. Yeah? Ja? This is Jeremiah. Denn es ist ja Jeremia. And what's he warning people about? Und über was warnt denn Jeremia Menschen? Oder vor was warnt er sie denn? Who's about to come? Wer kommt denn da? Nebuchadnezzar. Nebukadnezar. It's about to destroy them. Er ist dabei, sie alle zu zerstören. It's a twofold message. Also es ist eine zweifältige Botschaft. Destruction's about to happen, Die Zerstörung ist dabei zu kommen and the king is coming. und der König kommt. And they said, Und sie sagen, we will not listen wir werden nicht hören, to this message, also nicht dieser Botschaft zuhören. or Oder we will not wir werden walk along the path, nicht in diesem Pfad wandeln, the way, diesem Weg, which is the way of holiness, welcher der Weg der Heiligkeit ist, which is the sanctuary. welches das Heiligtum ist. These themes Diese Themen bring you full circle bringen dich einmal im Kreis herum, because they're all interconnected. denn sie sind alle miteinander verbunden. We could express it this way. Wir könnten es auch folgendermaßen ausdrücken. Instead of saying full circle, Also anstatt einen Kreis zu sagen, we could say that they're a wheel. sie sind man könnte sagen, dass es ein Rad ist. And because we have so many stories, Und weil wir so viele Geschichten haben, they're wheels within wheels. sind es Räder innerhalb von Rädern. So in summary, Also in we have Zusammenfassung, these three themes. wir haben diese 3 Themen, We've spoken about the marriage, the building, and agriculture. die Ehe, das Bauen und die Agrikultur. And we have a boat, a building, and a bride. Und wir haben ein Boot, einen Tempel und eine Braut. And I know we haven't quite got to Matthew 13, Und ich weiß, wir sind noch nicht ganz bei Matthäus 13 angekommen, but I felt it was important to cover some of this background information aber ich hatte den Eindruck, dass es wichtig ist, einige dieser Hintergrundinformationen deutlich oder auszulegen, to try and clarify some misunderstandings. um einige Missverständnisse aufzuzeigen und We got these three zu klären. symbols, Und wir haben diese 3 Symbole, the boat, the building, and the bride, das Boot, Gebäude und die Braut, from these two, marriage and building. hier von dieser Ehe und dem Bauen. What would you pick up from the agricultural model? Was würden wir denn von dem Agrikulturmodell herausnehmen, That's going to take us all the way through. welches uns den ganzen Weg hindurch geht? What would the symbol that I would draw here be? Was wäre denn das Symbol, was ich hier malen würde? The field? The field, good. Das Feld. The field has no defects all the way through. Das Feld hat absolut keine Makel den ganzen Weg entlang. In the field, Und in diesem Feld you have two individuals, hat man 2 Individuen, two groups, wheat and tares. 2 Gruppen, den Weizen und den Unkraut. But they're not the same symbol, they're not referring to the same thing. Aber sie sind nicht das gleiche Symbol, sie handeln nicht von dem gleichen. Now, based upon everything that we've discussed so far, Und basierend auf dem, was wir bisher alles geredet haben, when we go into Matthew 13, dass wenn wir zu Matthäus 13 gehen, verse 24 to 30, Verse 24 bis 30, hopefully we're going to be able to see ich hoffe, dass wir dann sehen können, that the prophetic application that we want to make, dass die prophetische Anwendung, die wir machen wollen, not the moral one that Ellen White makes, ist nicht, was Ellen White, diese moralische Anwendung, die sie macht, which is correct, welche korrekt ist, but it's not exclusively correct. aber es ist nicht exklusiv korrekt. We have the right, Wir haben das Recht, in fact, we have the duty. es ist sogar, dass wir eigentlich die Aufgabe haben, In fact, we were created as a movement es ist sogar, dass wir als Bewegung kreiert wurden, to address inspiration prophetically. Inspiration prophetisch anzugehen. And as we do that, Und während wir dies tun and we come to different conclusions than Ellen White may come to, und während wir dann auch zu anderen Schlussfolgerungen kommen, wie Ellen White kommt, we should see this as the Lord's leading in our movement, dann sehen wir, dass dies die Leitung der Gottes in dieser Bewegung ist and not as some people might suggest, und es ist nicht, wie manche Menschen es eigentlich vorschlagen, standing in opposition to his prophet. dass wir im Gegensatz zu seiner Prophetin stehen. Let's pray. Lasst uns beten.
Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your goodness and mercy. wir möchten dir danken für deine Güte und deine Gnade. As we begin to understand these themes Während wir diese Dinge anfangen zu verstehen, of the marriage, diese Themen der Ehe, of building, des Bauens of agriculture, und der Agrikultur, we ask that you would be with us and bless us. wir möchten dich bitten, dass du mit uns bist und auch uns segnest. Help us to make use of our time here. Helf uns, diese Zeit, die wir hier haben, zu benutzen. May this school Möge diese Schule hier be a time of education, eine Zeit des Lehrens sein, a time of coming together, des Lernens sein, eine Zeit, wo wir zusammenkommen, a time of fellowship. eine Zeit, in der wir Gemeinschaft haben. To this end we pray. Und darum bitten wir In Jesus' name, in Jesu Namen. amen.